Hallo, heute zeige ich euch eine elegante Methode, wie man den Flächeninhalt eines allgemeinen Vierecks berechnen kann. Los geht's! Wir haben ein allgemeines Viereck, also ein Viereck mit 4 unterschiedlich langen Seiten, das keine Symmetrie besitzt. Und gegeben sind 4 Punkte A, B, C und D, deren Koordinaten wir kennen in einem Koordinatensystem. Gesucht ist nun der Flächeninhalt dieses Vierecks. Schaut man in der Formelsammlung nach, wird man zuerst mal nichts finden, und wer fleißig im Internet forscht, wird da ziemlich schreckliche Formeln dafür finden. Eine bekannteste Formel davon will ich euch mal zeigen. Das ist die Formel von Bretschneider. Die sieht so aus. Dafür brauchen wir alle 4 Seitenlängen dieses Vierecks und wir brauchen noch die Diagonale E und F in diese Richtung, und dann kann man das hier einsetzen. Naja, ich will euch mal kurz zeigen, wie es funktioniert, aber danach zeige ich euch eine viel schönere Methode. Also wir haben hier die 4 Punkte A, B, C und D mit Koordinaten, die ich mir hier mal ausgedacht habe. Und wir wollen mal versuchen, jetzt daraus die Seitenlängen zu berechnen. Wir fangen mal an mit dieser Seite B hier. Da sehen wir können ein rechtwinkliges Dreieck konstruieren. Und wir kennen die Länge dieser Kathete hier. Das ergibt sich nämlich aus den x-Koordinaten der Punkte B und C. Und wir kennen die Kathete des Dreiecks hier. Das sind die y-Koordinaten von B und C. Und dann können wir daraus mit dem Satz vom Pythagoras uns die Länge dieser Hypotenuse B ausrechnen. Das wäre Wurzel aus 8. So, und so kann man das jetzt mit allen anderen Seitenlängen auch machen. Will ich hier abgekürzt mal darstellen, das sind die Ergebnisse für die Seitenlängen. Und dann setzt man dieses alle 6 Werte in diese Formel von Bretschneider ein und bekommt den Flächeninhalt 11 Flächeneinheiten von diesem Viereck. Okay. So, jetzt zeige ich euch mal ein Verfahren mit Vektoren, das viel einfacher geht und was ich noch in keiner Formelsammlung gesehen habe. Also, wir wissen ja, dass man mit dem Kreuzprodukt aus 2 Vektoren a Kreuz b den Flächeninhalt eines solchen Parallelogramms ausrechnen kann. Ja, der Flächeninhalt ist der Betrag von dem Kreuzprodukt a Kreuz b. Und den Flächeninhalt von einem Dreieck können wir auch ausrechnen. Das ist nämlich einfach die Hälfte von dem Parallelogramm, ein halb a Kreuz b. So, das wollen wir jetzt verwenden, um damit unser allgemeines Viereck zu berechnen. Wir teilen dieses Viereck in 2 gleiche Dreiecke auf. Ne, gleich sind sie nicht, aber wir teilen hier durch eine Diagonale das Viereck in 2 Dreiecke auf. Und da sehen wir, dieses Dreieck hier lässt sich berechnen durch 1/2 mal a Kreuz b. Und das obere Dreieck lässt sich berechnen durch 1/2 c Kreuz d. Und die Gesamtfläche unseres Vierecks ist dann einfach die Summe aus den beiden Dreiecken. Ja, schon haben wir unser schönes Verfahren für die Flächenberechnung. Ich will es mal demonstrieren, wie das konkret funktioniert, am Beispiel dieser 4 Punkte, die wir vorhin beim Bretschneider schon hatten. Wir müssen uns also zuerst mal den Vektor a ausrechnen. Wir sehen, das ist der Verbindungsvektor von a nach b. Das ist also einfach der Vektor 3, 0, ein zweidimensionaler Vektor. Dann haben wir den Vektor b, das ist der hier, 2, 2. Und der Vektor c ist von c nach d, also minus 3, 2. Und der Vektor d, der geht wieder zurück von d nach a, also minus 2 und minus 4. So, da haben wir alle 4 Vektoren zusammen, die wir für die Formel brauchen. Jetzt berechnen wir das Kreuzprodukt a Kreuz b. Das geht ja einfach, indem wir diesen Vektor und diesen Vektor nebeneinander schreiben und über Kreuz multiplizieren. 3 mal 2 minus 2 mal 0. Ihr seht, das Kreuzprodukt von zweidimensionalen Vektoren ist einfach die Determinante von diesem Ausdruck. Also 3 mal 2 minus 2 mal 0
ergibt 6. So, dann nehmen wir noch das Kreuzprodukt c mal d. C steht hier, d ist hier und wir multiplizieren über Kreuz. Minus 3 mal minus 4 minus 2 mal 2 ergibt 16. So, die Hälfte von 6 und die Hälfte von 16 ergibt 11 und damit haben wir wieder unsere 11 Flächeneinheiten für unser allgemeines Viereck. Natürlich der gleiche Wert, den wir vorhin mit der Formel vom Bretschneider ausgerechnet hatten. Ja, schicke Sache. Gefällt mir viel besser als irgendwelche komplizierten Formeln. Und das Verfahren hat noch einen weiteren Vorteil. Es funktioniert sogar für noch kompliziertere Figuren. Zum Beispiel, wenn wir ein konkaves Viereck haben, das heißt ein Viereck, bei dem die eine Ecke so nach innen eingedrückt ist, können wir den Flächeninhalt auch mit unserem Verfahren ausrechnen. Wir müssen nur das Viereck geschickt in 2 Dreiecke aufteilen und hier bietet es sich an, dass wir hier die Trennungslinie ziehen und dann sehen wir, die Gesamtfläche ist dann ein Halb von A Kreuz D, das ist dieses Dreieck, plus ein Halb B Kreuz C, das ist dieses Dreieck. Und es funktioniert sogar mit Vierecken im dreidimensionalen. Wir sehen hier ein Koordinatensystem mit einer x-Achse, y-Achse, z-Achse und hier unser allgemeines Viereck. Das lege ich jetzt mal so quer in den Raum hinein. Wir teilen unser Viereck wieder in 2 Dreiecke auf. Das eine Dreieck wird aus dem Vektor a und b gebildet, das ist das hier, und das andere Dreieck aus Vektor c und d. Hier haben wir jetzt dreidimensionale Vektoren und wie man von denen das Kreuzprodukt bildet, das kennt ihr ja aus der normalen Vektorrechnung. Ja, es geht sogar noch doller. Wir können auch ein geknicktes Viereck nehmen. Das ist auch nicht mehr planar, sondern ihr seht, hier haben wir so eine Faltungskante und das Viereck ist jetzt hier nach unten gebogen und hier nach hinten. Dann macht es hier so einen Knick. Auch hier können wir den Flächeninhalt leicht berechnen. Wir müssen nur das Viereck geschickt aufteilen. Wir nehmen hier diese Knickkante als Teilung. Dann sehen wir, wir haben dieses Dreieck aus Vektor a und d und das andere Dreieck besteht aus Vektor b und c. Und jetzt setzen wir noch was drauf. Wir können sogar einen dreidimensionalen Körper bilden. Wir sehen jetzt hier, indem ich da unten noch so eine Linie ziehe, bekommen wir ein dreidimensionales Tetraeder, also ein Körper, der aus 4 Dreiecksflächen im Dreidimensionalen besteht. Und wenn wir die Oberfläche von diesem Tetraeder ausrechnen wollen, dann müssen wir uns nur anschauen, aus welchen Dreiecken er besteht. Wir haben einmal das Dreieck hier vorne, das wird aus den Vektoren a und d gebildet. Dann haben wir das Dreieck hier aus dem Vektor b und c. Das dritte Dreieck ist hinten aus c und e. Und das vierte Dreieck ist der Boden a Kreuz e. Ja, dann setzen wir alles so zusammen und bekommen die gesamte Oberfläche dieses Tetraeders raus. Also ich habe sonst nirgendwo eine gescheite Formelsammlung gesehen, wo man ein allgemeines Tetraeder so schön berechnen kann. Toll! Ich bin mal wieder begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Ja, okay. Dann tschüss.